Hallo, liebe Zuhörer. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen kennen. Heute geht es um schlechte Gewohnheiten. Und wir zeigen dir, wie du auf Deutsch darüber sprechen kannst. Das ist ein sehr gutes Thema. Viele Menschen haben schlechte Gewohnheiten, aber sie sprechen nicht darüber. Genau. Schlechte Gewohnheiten sind oft peinlich. Man denkt, das ist nur mein Problem. Aber das stimmt nicht. Jeder Mensch hat Gewohnheiten, die nicht gut sind. Und viele wissen nicht, wie sie darüber auf Deutsch sprechen sollen. Deshalb ist dieses Thema perfekt, um Deutsch zu lernen. Du lernst neue Wörter, neue Sätze und du lernst, über dein eigenes Leben zu sprechen. Heute lernst du Deutsch für deinen Alltag. Nicht nur Grammatik, sondern echte Sprache. Und vielleicht hilft dir der Podcast auch, etwas zu ändern. Genau. Denn Sprache hilft, Dinge zu verstehen. Und wenn man etwas versteht, kann man es ändern. Eine Frage an euch. Habt ihr eine schlechte Gewohnheit? Vielleicht zu viel Handy, zu spät schlafen oder zu wenig Bewegung. Viele Menschen schauen abends lange auf ihr Handy. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin oft zu lange am Handy oder ich schlafe zu wenig. Oder ich esse oft ungesund. Diese Sätze sind sehr einfach, aber sehr wichtig. Schreib gern einen Satz in die Kommentare. So übst du Deutsch und denkst über dich nach. Ich erzähle euch kurz von mir. Meine schlechte Gewohnheit war lange das Handy. Abends im Bett habe ich immer noch Nachrichten gelesen. Das kenne ich gut. Ich konnte dann schlecht schlafen. Am nächsten Tag war ich müde und unkonzentriert. Aber ich wusste nicht, wie ich darüber sprechen soll. Mir ging es ähnlich. Ich habe oft gedacht, morgen ändere ich das. Genau. Viele Menschen denken das. Morgen, nächste Woche oder nächstes Jahr. Heute wollen wir darüber sprechen, warum das so ist und wie man kleine Schritte machen kann. Kleine Schritte sind wichtig. Markus, unser Plan für heute ist einfach. Zuerst sprechen wir darüber, was Gewohnheiten sind. Wir erklären auch, warum wir Dinge machen, die uns nicht gut tun. Dabei erklären wir wichtige Vokabeln. Danach sprechen wir darüber, wie man Gewohnheiten ändern kann. Wir zeigen das mit guten Gewohnheiten für das Deutschlernen. Danach geben wir euch einfache Beispiele aus dem Alltag. Und am Ende stellen wir euch ein paar Fragen zum Mitmachen. Dann starten wir mit dem ersten Kapitel. Zuerst sprechen wir darüber, was Gewohnheiten sind. Dieses Thema ist sehr wichtig, weil Gewohnheiten unseren Alltag stark beeinflussen. Ja, viele Menschen denken nicht viel über ihre Gewohnheiten nach. Sie machen Dinge einfach automatisch. Genau. Eine Gewohnheit ist etwas, das man oft macht. Man denkt nicht mehr darüber nach. Es passiert einfach. Zum Beispiel jeden Morgen das Handy anschauen oder abends lange wach bleiben. Oder immer Süßigkeiten essen, wenn man müde ist. Richtig, das sind typische Gewohnheiten. Wichtig ist das Wort, die Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist etwas Regelmäßiges. Man macht es jeden Tag oder sehr oft. Und nicht jede Gewohnheit ist schlecht. Genau. Es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Eine gute Gewohnheit tut uns gut. Eine schlechte Gewohnheit tut uns nicht gut. Zum Beispiel ist Spazierengehen eine gute Gewohnheit. Ja. Oder jeden Tag ein bisschen Deutsch lernen. Das ist auch eine gute Gewohnheit.
Eine schlechte Gewohnheit ist zum Beispiel zu wenig Schlaf. Oder zu viel Zeit am Handy. Genau. Jetzt sprechen wir darüber, warum wir Dinge machen, die uns nicht gut tun. Das ist eine sehr wichtige Frage. Ja, warum machen wir das eigentlich? Oft machen wir Dinge aus Bequemlichkeit. Bequemlichkeit bedeutet, dass etwas einfach ist. Zum Beispiel ist es einfacher, am Handy zu bleiben, als das Handy wegzulegen und zu schlafen. Das kenne ich sehr gut. Ich auch. Ein weiteres wichtiges Wort ist automatisch. Viele Gewohnheiten sind automatisch. Das heißt, wir denken nicht mehr nach. Man merkt es manchmal erst später. Genau. Man schaut auf die Uhr und denkt, oh, es ist schon sehr spät. Das Handy war wieder zu lange da. Das passiert vielen Menschen. Ja. Ein weiteres wichtiges Wort ist der Grund. Ein Grund ist eine Ursache. Ein Grund für schlechte Gewohnheiten kann Stress sein. Wenn man Stress hat, macht man oft ungesunde Dinge. Genau. Stress ist ein sehr wichtiges Wort. Stress bedeutet, man fühlt sich unter Druck. Man ist müde oder nervös. Dann greift man schneller zu Süßigkeiten oder zum Handy. Richtig. Jetzt erklären wir ein weiteres wichtiges Wort. Sich angewöhnen. Sich etwas angewöhnen bedeutet, etwas langsam zu lernen, bis es zur Gewohnheit wird. Zum Beispiel kann man sich angewöhnen, jeden Tag Deutsch zu hören. Sehr gutes Beispiel. Das Gegenteil ist sich etwas abgewöhnen. Das bedeutet, eine schlechte Gewohnheit stoppen. Zum Beispiel sich abgewöhnen, zu spät ins Bett zu gehen. Genau. Diese beiden Wörter sind sehr wichtig. Sich angewöhnen und sich abgewöhnen. Ich finde diese Wörter sehr hilfreich. Ich auch. Jetzt sprechen wir über ein Gefühl, das viele Menschen kennen. Schlechtes Gewissen. Oh ja, das kenne ich. Ein schlechtes Gewissen bedeutet, dass man weiß, etwas ist nicht gut, aber man macht es trotzdem. Danach fühlt man sich schlecht. Zum Beispiel nach zu viel Süßem. Genau. Oder nach zu viel Zeit am Handy. Man sagt dann, ich habe ein schlechtes Gewissen. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Ja. Jetzt ein weiteres wichtiges Wort. Ändern. Ändern bedeutet etwas anders machen. Viele Menschen wollen ihre Gewohnheiten ändern. Genau. Sie sagen, ich möchte meine Gewohnheiten ändern. Oder ich möchte etwas in meinem Alltag ändern. Aber das ist nicht leicht. Das stimmt. Deshalb ist es wichtig, zuerst zu verstehen, was Gewohnheiten sind. Ohne Verständnis ist Veränderung sehr schwer. Man muss sich selbst besser kennen. Jetzt möchte ich nur über meine schlechten Gewohnheiten sprechen. Ich finde das wichtig, weil viele Menschen ähnliche Probleme haben. Ja, schlechte Gewohnheiten gehören zum Leben dazu. Eine schlechte Gewohnheit von mir war, lange zu spät ins Bett zu gehen. Ich wusste, dass es mir nicht gut tut, aber ich habe es trotzdem gemacht. Das kennen viele Menschen. Abends habe ich oft noch Serien geschaut oder lange am Handy gesessen. Ich habe mir gesagt, nur noch 5 Minuten, aber es wurden immer mehr Minuten. Das passiert schnell. Am nächsten Morgen war ich dann müde. Ich hatte wenig Energie und war schlecht gelaunt. Trotzdem habe ich abends wieder dasselbe gemacht. Das ist ein typischer Kreislauf. Eine andere schlechte Gewohnheit von mir war zu wenig Bewegung.
Ich habe viel gesessen und wenig Sport gemacht. Das ist im Alltag sehr normal. Ich habe oft gedacht, heute habe ich keine Zeit oder morgen fange ich an, aber morgen kam oft nicht. Das hört man oft. Auch mein Handy war eine große schlechte Gewohnheit. Ich habe oft ohne Grund aufs Handy geschaut, beim Essen, im Bett oder unterwegs. Das geht vielen so. Ich habe gemerkt, dass mich das unruhig macht. Ich konnte mich schlechter konzentrieren und war schneller gestresst. Schlechte Gewohnheiten haben oft Folgen. Ja, aber mir war wichtig zu verstehen, ich bin nicht die Einzige. Schlechte Gewohnheiten machen uns nicht zu schlechten Menschen. Genau. Der erste Schritt ist, ehrlich zu sein, zu sich selbst und darüber zu sprechen. Und genau das machen wir hier. Im nächsten Teil sprechen wir darüber, wie man kleine Schritte machen kann, um schlechte Gewohnheiten zu ändern. Schritt für Schritt. Genau. Jetzt sprechen wir darüber, wie man schlechte Gewohnheiten ändern kann. Das ist für viele Menschen der schwierigste Teil. Ja, viele wissen, dass etwas nicht gut ist, aber sie wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Genau. Das Wichtigste zuerst, man muss nicht alles auf einmal ändern. Große Veränderungen sind oft zu schwer. Das habe ich selbst erlebt. Deshalb sprechen wir heute über kleine Schritte. Kleine Schritte bedeuten, dass man nur wenig ändert, aber regelmäßig. Das fühlt sich machbarer an. Genau. Ein erster wichtiger Schritt ist Beobachten. Beobachten bedeutet, dass man genau schaut, was man macht. Zum Beispiel, wann schaue ich aufs Handy? Sehr gut. Oder wann gehe ich zu spät ins Bett? Wenn man das weiß, versteht man seine Gewohnheit besser. Ich habe gemerkt, dass meine schlechten Gewohnheiten oft abends kommen. Das ist bei vielen so. Der zweite Schritt ist Entscheiden. Entscheiden bedeutet, bewusst eine kleine Änderung zu machen. Nicht perfekt, nur ein bisschen besser. Genau. Zum Beispiel, ich lege mein Handy 10 Minuten früher weg. Oder ich gehe heute 5 Minuten früher ins Bett. Das klingt einfach. Ja, und genau das ist wichtig. Einfach heißt nicht schlecht. Einfach heißt realistisch. Realistisch ist ein gutes Wort. Ja. Realistisch bedeutet, dass etwas im echten Leben funktioniert. Der dritte Schritt ist Wiederholen. Wiederholen heißt, etwas oft machen. Genau. Eine neue Gewohnheit entsteht durch Wiederholung. Wenn man etwas oft macht, wird es langsam normal. Am Anfang ist es ungewohnt. Am Anfang ist es ungewohnt. Neue Gewohnheiten fühlen sich oft komisch an, besonders beim Deutschlernen. Genau. Viele Menschen sagen, ich möchte Deutsch lernen, aber ich habe keine Zeit. Oder ich bin zu müde. Das sind ganz normale Gedanken. Das habe ich auch oft gedacht. Ich auch. Deshalb ist es wichtig, Deutschlernen als kleine Gewohnheit zu sehen, nicht als großes Projekt. Man muss nicht jeden Tag 1 Stunde lernen. Kleine Dinge reichen oft schon. Genau. Eine sehr gute Gewohnheit ist, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu hören, zum Beispiel einen Podcast, ein Video oder Musik auf Deutsch. Das kann man gut im Alltag machen. Ja. Beim Kochen, beim Spazierengehen oder im Bus. Man kann sagen, ich höre jeden Tag 10 Minuten Deutsch. 10 Minuten sind machbar. Genau. Machbar bedeutet, dass man es gut schaffen kann.
Eine weitere gute Gewohnheit ist Lesen. Lesen bedeutet kurze Texte auf Deutsch lesen. Zum Beispiel Nachrichten, kurze Geschichten oder einfache Texte. Genau. Man muss nicht alles verstehen. Wichtig ist, regelmäßig zu lesen. Man kann sagen, ich lese jeden Tag ein bisschen Deutsch. Das nimmt Druck weg. Sehr wichtig. Druck macht Lernen schwer. Ohne Druck lernt man besser. Eine weitere gute Gewohnheit ist Schreiben. Schreiben hat mir sehr geholfen. Mir auch. Schreiben bedeutet, eigene Sätze machen. Zum Beispiel jeden Tag einen Satz über den Tag schreiben. Das kann ein sehr einfacher Satz sein. Genau. Zum Beispiel, heute habe ich gearbeitet. Oder heute war ich müde. Wichtig ist nicht Perfektion, sondern Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist ein wichtiges Wort. Ja. Regelmäßigkeit bedeutet, etwas oft und immer wieder zu machen. Lieber jeden Tag 5 Minuten als einmal pro Woche eine Stunde. Das habe ich beim Deutschlernen gemerkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Sprechen. Viele Menschen haben Angst zu sprechen. Ja, Angst vor Fehlern. Genau. Aber Sprechen ist eine sehr wichtige Gewohnheit. Man kann mit sich selbst sprechen oder laut lesen. Das mache ich manchmal zu Hause. Sehr gut. Man kann sagen, ich spreche jeden Tag ein paar Sätze Deutsch. Auch allein zählt. Das ist beruhigend. Ja. Jetzt ein wichtiger Punkt. Schlechte Lerngewohnheiten. Viele lernen nur, wenn sie Motivation haben. Motivation ist nicht jeden Tag da. Genau. Deshalb ist Gewohnheit wichtiger als Motivation. Eine Gewohnheit funktioniert auch ohne Lust. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Ja. Zum Beispiel, ich lerne jeden Tag um die gleiche Zeit. Auch wenn ich keine Lust habe, lerne ich ein bisschen. Ein bisschen ist besser als nichts. Genau. Und noch etwas Wichtiges. Freundlich zu sich selbst sein. Das fällt vielen schwer. Ja. Wenn ein Tag nicht klappt, ist das okay. Man kann sagen, heute war schwierig, morgen mache ich weiter. Das hilft sehr. Jetzt eine kleine Übung für euch. Sehr gut. Denk an dein Deutschlernen. Welche kleine Gewohnheit kannst du heute anfangen? Zum Beispiel, ich höre jeden Tag 5 Minuten Deutsch. Oder ich schreibe jeden Tag einen Satz auf Deutsch. Oder ich spreche jeden Tag laut Deutsch. Schreib diesen Satz auf oder sag ihn laut. So beginnt eine gute Lerngewohnheit. Schritt für Schritt. Und ohne Druck. Genau. Und so wird Deutschlernen Teil deines Alltags. Das ist unser Ziel. Jetzt sprechen wir über eine der wichtigsten Gewohnheiten beim Deutschlernen. Das ist das Sprechen. Viele denken, Sprechen ist ein Talent, aber das stimmt nicht. Sprechen ist eine Gewohnheit, die man lernen kann. Ja, das ist mir sehr wichtig. Früher dachte ich bin einfach schlecht im Sprechen, aber später habe ich gemerkt, ich hatte einfach keine Sprechgewohnheit. Genau. Viele Menschen haben die Gewohnheit zu hören und zu lesen, aber nicht zu sprechen. Ich habe lange alles verstanden, aber ich habe geschwiegen. Schweigen wurde meine Gewohnheit. Und genau das ist der Punkt. Nicht sprechen ist auch eine Gewohnheit. Und jede Gewohnheit kann man ändern. Als ich das verstanden habe,
war das für mich ein großer Moment. Ich habe mir gesagt, ich muss nicht perfekt sprechen. Ich muss nur regelmäßig sprechen. Regelmäßig ist ein sehr wichtiges Wort. Ja, regelmäßig bedeutet jeden Tag oder sehr oft, auch wenn es nur ein Satz ist. Genau. Sprechen funktioniert wie Zähneputzen. Am Anfang denkt man darüber nach, später macht man es automatisch. Das ist ein gutes Bild. Ich habe mir eine feste Zeit gesucht. Jeden Tag habe ich 2 Minuten laut gesprochen. 2 Minuten reichen. Ja, ich habe meinen Tag beschrieben. Zum Beispiel, ich mache jetzt Kaffee oder ich gehe gleich raus. So wird Sprechen normal. Genau. Und dann passiert etwas Wichtiges. Die Angst wird kleiner. Bei mir war das wirklich so. Am Anfang hatte ich jedes Mal Herzklopfen, wenn ich sprechen wollte. Aber als ich jeden Tag ein kleines bisschen gesprochen habe, wurde es normal. Angst kommt oft, weil etwas ungewohnt ist. Ungewohnt bedeutet neu. Aber wenn man etwas oft macht, wird es vertraut. Und vertraut ist das Gegenteil von Angst. Plötzlich denkt man nicht mehr, oh nein, ich muss sprechen. Man denkt einfach, ich sage kurz etwas. Genau. Angst wird kleiner, wenn man es oft macht. Das ist wie Training. Je öfter du sprichst, desto leichter wird es. Ein Tipp von mir ist, verbinde Sprechen mit etwas, das du sowieso machst. Das ist sehr praktisch, weil du dann keine extra Zeit brauchst. Beim Kochen sage ich laut, was ich mache. Ich sage zum Beispiel, ich schneide Gemüse, ich koche Wasser, ich mache jetzt Tee. Oder beim Spazierengehen spreche ich mit mir selbst und beschreibe, was ich sehe. So wird Sprechen Teil meines Alltags. Und das ist genau eine Gewohnheit. Das ist eine sehr gute Lerngewohnheit. Und man muss nicht mit anderen anfangen, erst mit sich selbst. Ja, das nimmt viel Druck weg. Druck ist ein großer Feind beim Lernen. Wenn man denkt, ich muss gut sprechen, dann blockiert man sich. Blockieren bedeutet, dass nichts rauskommt. Der Kopf ist voll, aber der Mund bleibt zu. Mir ist das oft passiert, besonders wenn ich mit Muttersprachlern gesprochen habe. Aber als ich regelmäßig zu Hause geübt habe, hatte ich weniger Blockaden. Gewohnheiten helfen gegen Blockaden, weil man nicht jedes Mal neu kämpfen muss. Man macht es einfach. Viele Zuhörer denken vielleicht, aber ich mache Fehler. Fehler gehören dazu. Fehler zeigen, dass du sprichst. Und sprechen ist das Ziel. Ich habe mir einen Satz angewöhnt. Es ist okay, Fehler zu machen. Sich etwas angewöhnen bedeutet, etwas so oft zu machen, bis es normal wird. Und genau das ist Sprechen. Wenn du diesen Podcast verstehst, hast du schon die Basis. Jetzt fehlt nur die Gewohnheit. Und die kannst du heute starten. Wirklich, heute. Mit einem Satz. Jetzt wird dieses Kapitel ruhiger. Es geht nicht um Leistung. Es geht um dich. Und es geht um Gewohnheiten. Viele Menschen denken, mit mir stimmt etwas nicht. Aber oft ist es nicht die Person. Es ist die Gewohnheit. Gewohnheiten sind Dinge, die wir oft machen. Meistens passieren sie automatisch. Das bedeutet, wir denken nicht darüber nach. Der Körper macht es von allein. Deshalb sind Gewohnheiten so stark. Und deshalb sind sie manchmal schwer zu ändern. Das war für mich ein sehr wichtiger Gedanke. Ich dachte lange, ich bin einfach so. Ich bin schnell gestresst. Ich bin oft müde. Ich komme nicht zur Ruhe. Aber später habe ich verstanden, das sind Gewohnheiten, keine Eigenschaften. Zum Beispiel habe ich abends automatisch zum Handy gegriffen. Nicht, weil ich das wollte.
sondern weil ich müde war. Ich wollte abschalten. Abschalten bedeutet, den Kopf ruhig machen. Viele schlechte Gewohnheiten helfen uns kurz dabei. Genau. Schlechte Gewohnheiten sind oft kein Fehler. Sie sind ein Versuch, mit Stress umzugehen oder mit Druck oder mit Müdigkeit. Deshalb ist es wichtig, freundlich zu sich zu sein. Nicht streng. Eine gute Frage ist, wann passiert diese Gewohnheit? Abends? Nach der Arbeit? Morgens? Wenn man das weiß, versteht man sich besser. Und Verständnis ist der erste Schritt. Bei mir war es oft abends, immer zur gleichen Zeit. Als ich das gesehen habe, war ich ruhiger mit mir. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe angefangen zu fragen, was brauche ich gerade? Brauche ich Ruhe? Brauche ich Bewegung? Brauche ich eine Pause? Diese Fragen haben mir geholfen. Veränderung beginnt nicht mit Disziplin. Sie beginnt mit Ehrlichkeit. Man muss sich nichts verbieten. Man muss sich verstehen. Dann kann man kleine Schritte machen. Sehr kleine Schritte. Zum Beispiel 5 Minuten Ruhe oder kurz rausgehen oder tief atmen. Mir hat geholfen, nur eine Sache zu wählen, nicht viele, nur eine, zum Beispiel abends 5 Minuten still sein. Das war machbar. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Aber das war okay. Wenn etwas nicht klappt, ist das kein Fehler. Es ist Information. Genau. Gewohnheiten ändern sich langsam, durch Wiederholung und durch Geduld. Jeder kleine Schritt zählt. Zum Schluss möchten wir dir eine Frage stellen. Eine ehrliche Frage. Was könntest du heute für dich tun? Nicht morgen, heute. Schreib es auf. Oder denk bewusst daran. Kleine Schritte verändern viel. Und du musst nicht perfekt sein. Nur ehrlich. Aber was ist, wenn jemand Rückschläge erlebt? Erstmal müssen wir erklären, was ein Rückfall ist. Ein Rückfall bedeutet, dass man wieder in eine alte Gewohnheit zurückgeht. Viele Menschen denken dann, jetzt ist alles kaputt. Aber das stimmt nicht. Rückfälle gehören zur Veränderung dazu. Sie sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind ein Teil des Weges. Wenn man das versteht, wird vieles leichter. Das war für mich sehr wichtig zu lernen. Früher habe ich mich bei jedem Rückfall schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, ich schaffe das nie. Ich mache immer wieder das Gleiche. Aber heute sehe ich das anders. Ich weiß jetzt, Rückfälle zeigen mir etwas. Sie zeigen mir, dass ich müde bin oder überfordert oder dass ich zu viel von mir erwarte. Das Wort überfordert ist hier wichtig. Überfordert bedeutet, es ist zu viel. Genau. Viele Menschen wollen zu schnell zu viel ändern. Sie sagen, ab heute mache ich alles anders. Aber das funktioniert oft nicht. Der Körper und der Kopf brauchen Zeit. Wenn man nach einem Rückfall streng mit sich ist, wird es schwerer. Wenn man freundlich ist, wird es leichter. Freundlich bedeutet hier verständnisvoll. Ich habe gelernt, mir selbst anders zu sprechen. Nicht, warum hast du das wieder gemacht, sondern, okay, das ist passiert. Was war los? Diese Frage ist ruhig. Sie greift nicht an und sie hilft. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Art, wie wir mit uns sprechen, ist eine Gewohnheit. Viele haben die Gewohnheit, hart zu sich zu sein. Ja, ich war sehr streng mit mir. Ich habe mir kaum Fehler erlaubt. Aber das hat mir nicht geholfen. Es hat mich nur müder gemacht. Müdigkeit spielt eine große Rolle. Wenn wir müde sind, greifen wir schneller zu alten Gewohnheiten.
Das ist normal. Der Körper sucht Sicherheit. Sicherheit ist ein wichtiges Wort. Alte Gewohnheiten fühlen sich sicher an, auch wenn sie nicht gut sind. Genau. Deshalb ist ein Rückfall kein Versagen. Es ist ein Signal. Ein Signal bedeutet, etwas stimmt gerade nicht. Zum Beispiel, ich brauche mehr Ruhe oder ich brauche weniger Druck. Und hier kommt ein wichtiger Schritt. Nach einem Rückfall nicht aufgeben, Nicht sagen, jetzt ist es egal, sondern sagen, ich fange wieder klein an. sehr klein. Zum Beispiel heute nur eine Sache anders machen. Nicht alles. Das habe ich oft gemacht. Wenn ein Tag nicht gut war, habe ich mir gesagt, morgen mache ich nur einen kleinen Schritt. Und manchmal war dieser Schritt einfach freundlich zu mir zu sein. Das ist auch eine Gewohnheit. Freundlich mit sich selbst sein. Wir möchten euch einen einfachen Satz mitgeben. Ein Satz für schwierige Tage. Der Satz ist, heute war schwer, aber ich bleibe dran. Dranbleiben bedeutet weitermachen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Wir möchten kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Es ging um Gewohnheiten, um gute und schlechte Gewohnheiten und darum, warum wir Dinge tun, die uns nicht gut tun. Wir haben darüber gesprochen, dass Gewohnheiten oft automatisch sind und dass sie nichts über unseren Wert als Mensch sagen. Genau. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Veränderung Zeit braucht, dass kleine Schritte wichtig sind und dass man freundlich mit sich selbst sein darf. Rückfälle gehören dazu. Sie sind kein Fehler, sondern Teil des Weges. Wir haben euch eingeladen, über eure eigenen Gewohnheiten nachzudenken und einen kleinen Schritt für euch zu finden, nicht perfekt, nicht groß, sondern ehrlich und machbar. Wenn ihr heute nur eine Sache mitnehmt, dann vielleicht diese. Gewohnheiten kann man lernen. Und man kann sie auch wieder ändern. Schritt für Schritt. Niemand muss alles auf einmal schaffen. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und das ist völlig in Ordnung. Wir möchten uns bei euch bedanken. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielleicht für euch selbst. Und jetzt möchten wir euch noch etwas fragen. Wie hat euch diese Folge gefallen? War sie hilfreich für euch? Gab es einen Gedanken oder einen Satz, der euch geblieben ist? Und welche Themen wünscht ihr euch für die nächsten Folgen? Mehr über Gewohnheiten, über Alltag, über Gefühle? Schreibt uns gern euer Feedback in die Kommentare. Wir lesen alles. Euer Feedback hilft uns sehr, diesen Podcast weiterzumachen. Auf unserem Kanal findet ihr noch viele weitere Folgen zu verschiedenen Themen, für verschiedene Lebenssituationen. Vielleicht ist auch dort etwas für euch dabei. Danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Bis bald.